Guten Morgen! Morgen! Wir verlassen jetzt den schönen Stellplatz. Der war echt perfekt. Und drehen noch eine Runde durch die Picos heute. Und haben noch einen großen See im Auge. Ja, wir hoffen, dass das Wetter noch besser wird. Aber da hinten in die Richtung, wo wir fahren wollen, sehen wir schon blauen Himmel. Von daher optimistisch. Genau, die Sonne spitzelt schon ein bisschen raus. I've never been known for my cautious side. You should know that I'm well aware. I don't want anything left untried. Will you come with me, mon cher? So let us just do my love. Das hat man gar nicht auf dem Schirm. Wir sind gerade über einen geilen Pass gefahren. Haben jetzt bestimmt eine Dreiviertelstunde hochgeschlängelt. Mit Ach und Krach. Und jetzt geht's wieder runter zum See. This road will take us now. Die süßen kleinen Bergdörfer. It's not that you're timid, no one could say. Choosing to walk with the gale. What shall we call us? Hobos per se. We'll find that out on the way. So let us just do my love and not stop thinking me up this over. Let us just do my love and see where this road will take us now. Ja, Cäsar. Wir düsen ja schon die ganze Zeit bei dem Riaño See und bei dem Ort entlang. Also mega beeindruckend, die Gegend. Und wir sind jetzt hier runtergefahren ins ausgetrocknete Seebett. Sagt man Seebett? Nee. Flussbett. Aber es ist ja kein Fluss. Aber es ist kein Fluss, ja. Nee. Ich weiß nicht, ob es ein See ist. Es ist ein Stausee. Stauseebett. Ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier runtergefahren und der Stausee, der hat seine besten Tage hinter sich, wie es aussieht. Der ist ziemlich auf einem niedrigen Niveau, deswegen konnten wir jetzt hier runterfahren. Also hier war früher, glaube ich, auch Wasser. Ja, ich denke schon. Und hier am Wegesrand steht so ein creepy altes Schaukelpferd. Und Tina meinte gleich, da kriegt sie mal weiche Knie, wenn sie sowas sieht. Es ist unheimlich, Leute. Es ist einfach unheimlich. So mitten im Nirgendwo steht so ein Schaukelpferd rum. Ja, und dahinter ist halt so ein großes christliches Kreuz angebracht. Ich zeige euch das mal. Creepy. Das ist das creepy Schaukelpferd. Hier hinten ist das Kreuz. Ja, wir gucken jetzt mal, ob wir hier unten einen Stellplatz finden. Mit der Kulisse im Hintergrund ist natürlich atemberaubend, oder? Ja, auf jeden Fall. Also die Strecke heute von unserem alten Stellplatz bis hierher, absolut der Wahnsinn. Durch die Picos. Wir sind über Pässe gefahren, was wir gar nicht wussten. Mindblowing. Das Parken war jetzt ein bisschen kompliziert. Durch den Schlamm rutscht man ordentlich weg auf den Stein.
Ja, aber du hast es geschafft und wir stehen. Wir stehen gerade. Más o menos. Hier sei ich schon mal vorgelaufen. Voller Schlamm. Ja, Hast du schön im Matsch gespielt, ne? na klar. Full Power. Wir dürfen es dann wieder sauber machen. Na klar. Wir dürfen es dann wieder rausbürsten, hä? Na logisch, das ist wie mit kleinen Kindern. Die hüpfen in den Matsch und die Eltern müssen sie dann sauber machen. Genauso bist du, Cäsar. Wir laufen quasi im alten Stauseebecken. Das ist immer ein komisches Gefühl. Ja, ich habe immer Angst, dass die Flut kommt. Das sieht doch mal merkwürdig aus, diese Mondlandschaft. Ja. Stopp, stopp. Wasser rausholen Ich hole hier Wasser raus. und die Bürste. Aber die Bürste ist ja, Schlammhundi. Schlammräuber. Fertig? Guten Morgen aus dem Stausee. Guten Morgen. Das Wetter ist heute noch freundlich, aber da hinten kommt es schwarz und es ist heute noch richtig heftiger Regen angesagt. Deswegen schauen wir jetzt mal, was wir heute noch machen können. Wir wollen noch mal ganz kurz in den Ort rein, vielleicht ins Café. Ja, und eigentlich wollten wir heute noch mal ein bisschen wandern, Schrägstrich spazieren gehen. Muss mal gucken, wie lange das Wetter hält, ne? Ja, mal gucken. Dann wir da noch duschen. Ja, duschen im Regen heute sonst, oder? Ja, wahrscheinlich.
ich mal wieder eine warme Dusche gerne hätte. Kriegt mich schon irgendwie hin. Okay, jetzt fahren wir erstmal rein. Ja? Gucken, ob wir was finden. Ja. Ja, der Herbst ist da. Die Wälder werden bunt. Die Kühe da drüben sind auch schon wieder den ganzen Morgen fleißig am Klingeln. Cäsar wollte den schon her. Ja? Ja, er hat sie beobachtet, er hat auf mich gehört, aber er wollte sie gern von weiter vorne betrachten. Ja. Der hätte sich gerne eine Mahlzeit geholt. Also ein Café haben wir hier nicht gefunden, aber eine Bar. Und hier gibt es auf jeden Fall auch ein lecker Frühstück und Marco hat sich mal entschieden. ja, er hat sich der Masse angepasst und um 12 jetzt hier zum Bier gekommen. Ja, das ist typisch spanisch. Klar, auf jeden Fall. Ich trinke Kaffee. Bon Appetit. Bon Appetit. So witzig, als wir da gerade drinnen saßen und unsere Tostadas gegessen haben, habe ich nach draußen geguckt und auf dem Wintergarten waren überall historische Bilder angebracht. Und da habe ich die Brücke von gestern wieder erkannt und da war aber eine Siedlung davor. Und da haben wir dann mal an der Theke nachgefragt und die Frau meinte, ja, 1987, da wurden halt alle Dörfer hier zerstört, um quasi den Stausee zu erschaffen. Und davor war halt einfach überall ein Dorf hier unten drin. Es sah auch voll schön aus, wenn man diese Berge so im Hintergrund gesehen hat und dann diese wunderschönen alten Dörfer. Genau, wir haben quasi jetzt auf dem alten Dorf geschlafen die letzte Nacht. Aber das sah davor echt viel schöner aus als mit dem See jetzt. Ja, Ne? ja. Der Stausee, der hat auch was, aber irgendwie zerstört er auch ein bisschen die Landschaft. So gerade mit diesem kraterähnlichen, Mondlandschaft-ähnlichen Terrain. Ja, und diese süßen alten Häuser von früher, die haben einfach enorm viel Stil und Die Flair. mussten aber weichen, ne? Ja. Wahrscheinlich wegen der Wasserversorgung. Und das Witzige war, direkt neben uns an der Bar stand die ortsansässige Polizei. Die haben sich ja auch erstmal ihr Mittag gegönnt. Ganz entspannt mit der ganzen Runde, ja. mit der ganzen Runde hier. Hat der auch Bier getrunken? Das habe ich nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall. Die Garda Civil, die ist entspannt. Halt. Ich habe gesagt, der Freund und Helfer, genau so kommt man dann an im Dorf, wenn man dann sich in der gleichen Bar trifft und erstmal zusammen Mittag macht. Das verbindet doch. Ja, das ist auch ein ganz anderes Miteinander dann. Ne? Dann Ja. Gibt es das bei uns auf dem Dorf? Noch? Gibt es Ich- das in deinem Dorf? Dass die Polizei in eine Bar kommt, ich Ja. weiß. Ich da- glaube nicht, ne? Nee, vor allem, es gibt ja nur eine Bar in Gammerting. Und die ist nicht zu empfehlen. So, wir fahren jetzt. Ja, was machen wir jetzt? Nein, Es regnet aus Cannes, Ja, ich hab leider schon. Aber wir müssen noch mal raus spazieren gehen auf jeden Fall. Ja, ich Gerade hab mit Cäsar, der hat noch nicht so viel Auslauf gehabt. What do you say? Ich habe eigentlich gar nicht so Lust rauszugehen, aber wir müssen. Ich kann auch alleine rausgehen. Du kannst auch im Bus bleiben. Ich komme dann schon mit. Okay. Na, dann fahren wir erstmal noch ein paar Meter raus hier, oder? Und suchen uns einen Waldweg. Sitz. Fein, super. Leute, bin ich aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Du auch, oder was? Ich glaube, er ist am aufgeregtesten. Cäsar, mach mal Sitz. Super, fein. Bleib. Beyond the clouds, I'll be remembered for
I still wonder from time to time if I am fooling myself with lies. It's creeping up on me sometimes that I should stop and just reset. Also wir haben beschlossen, jetzt nochmal zum Bus zurückzugehen. Macht Sinn. Aber trotzdem cool. Ja. Aber wir sind jetzt ziemlich durchgeweicht und Cäsar ist auch klitschnass. Der hat auch keinen Bock. Ja, der möchte nach Hause. Na los. Beyond the clouds, I'll be remembered for who I was and what I accomplished. Yes, I know. No, I'll never die, I'll never go under. The size of the signs, you see them all over. Saying, don't give in just yet, you're almost there now. Don't give in just yet, you're almost there now. Wir sind zum Glück im Bus und klatschnass. Meine Hose ist einfach von hier abwärts komplett nass und selbst mein Pullover ist nass geworden. Oder Markus Pullover ist nass geworden. Marco hat sich schon umgezogen und jetzt bin ich dran. Ich weiß gar nicht, wo ich das noch hinhängen soll hier. Ja, das ist jetzt eine Umstellung zu dritt im Bus, ne? Das war vorher einfacher. Das stimmt. Jetzt wird es halt doch deutlich enger, vor allem wenn alle Klamotten nass sind und wir wieder alles aufhängen müssen. Und die Heizung noch nicht aktiv ist. Wir haben die Heizung. Ja, ich mache jetzt mal einen Motor an, dann machen wir erstmal die Heizung an vom Motor. Staying at home, turn off the phone, I will listen to you. You lay in the sheets, you hold on to me like I'm already gone, and whisper your words like secrets written in an old moleskin. Morgen! Wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht zu ein paar heißen Quellen. Da möchten wir jetzt auf jeden Fall noch baden gehen und heute Nachmittag haben wir dann noch einen Termin beim Tierarzt mit Cäsar, weil der immer und immer wieder humpelt und wir einfach merken, dass der Schmerzen im hinteren Bein hat und das wollen wir einfach mal abklären lassen. Ja, jetzt gucken wir erstmal, ob wir uns eine warme Erfrischung holen können in den heißen Quellen. Marco hat soeben das Geheimnis gelüftet, warum in diesem Fluss warmes Wasser reinkommt. Da drüben ist einfach ein Spa. Und dann läuft es wohl, das warme Wasser hier im Fluss. Ja, wir vermuten es. Weil sonst können wir uns das nicht erklären, wo das heiße Wasser herkommt. Ja. Also warm ist was anderes. Ist kalt, ne? Oh nein! Wir haben uns so auf so ein heißes Bad so sehr gefreut. Hier stinkt es ganz schön. Wir haben uns dann doch entschieden, hier nicht baden gehen zu wollen. Das Wasser sieht jetzt auch nicht so sauber aus, ne? Nee, also wenn das jetzt das Abwasser vom Sparhotel ist, dann muss das nicht sein. Wir haben da ein paar Leute getroffen auf einem anderen Platz, die hatten davon erzählt, dass sie hier drin baden waren, aber das sieht nicht so einladend aus. Das war wohl nichts. Ja, da kommen wir dreckiger raus als davor. Ja, dann suchen wir uns wieder eine Stranddusche. Ne? Ja, dann Aufstieg zum Pumpbaden. Auf geht's.
Wir sind jetzt zurück vom Tierarzt und Cäsar wurde heute wirklich zum ersten Mal richtig untersucht, von vorne bis hinten. Sie hat sich enorm viel Zeit genommen und war total einfühlsam und Cäsar hat auch super mitgemacht. Aber sie hat gemerkt, dass er hinten Schmerzen hat und die Achillessehne ist sehr locker, also hat sehr viel Spiel und sie meinte auch, dass die Kniebänder sehr viel Spiel haben. Und sie hatten erst versucht, ihn zu röntgen, aber sie hat halt gemerkt, dass er so viel Schmerzen hat und hat dann gesagt, okay, er nimmt jetzt heute erstmal entzündungshemmende Medikamente ein und dann können wir morgen Nachmittag nochmal vorbeikommen und dann wird er geröntgt, damit wir wissen, ob eventuell ein Band gerissen ist oder ja, was los ist. Tierarzt die zweite. Sind schon nervös. Tina hat mich schon die ganze Nacht und heute Morgen verrückt gemacht. Was wäre wenn? Ja. Aber wir gehen erstmal vom Besten aus, dass es nur eine Zerrung oder ja, irgendwas in der Richtung ist und es keine OP oder sonstiges bedarf. Hoffentlich, hoffentlich. Das wäre jetzt keine Option im Bus, da müssen wir überlegen, wie wir das jetzt in Zukunft angehen. Naja, jetzt gucken wir erstmal, was beim Röntgen rauskommt. Ja? Ja. Perfekt. Das ging jetzt irgendwie schneller als gedacht. Marc und ich sind schon wieder zurück im Bus und Cäsar ist bei der Tierärztin und wird jetzt geröntgt. Wir sollen so lange hier warten. Sie hat gesagt, es kann so eine Stunde, 1,5 Stunden gehen, bis die Röntgenbilder fertig sind und dann auch ausgewertet sind und wir ihn dann wieder abholen können. Und es ist irgendwie ein total komisches Gefühl, dass wir eben nicht bei ihm sein können. Und natürlich bin ich auch nervös, was rauskommt. Also ich hoffe so sehr, dass nichts gerissen ist, dass er nicht operiert werden muss. Und ja, wir werden in ein paar Stunden Klarheit haben. Ja Leute, wir wissen jetzt, was Sache ist. Cäsars Kniescheibe ist rausgerutscht. Und zwar schon sehr lange. Sie meinte, dass, so wie es aussieht, schon so im 1. oder 2. Lebensjahr passiert ist. So ist die Regel. Also wäre es schon 2 Jahre raus jetzt. Über 2 Jahre wahrscheinlich. Ja. Und er hat quasi damit gelebt. Na, das Ding ist halt, uns ist es in Afrika nicht aufgefallen, weil wir halt nicht irgendwelche Berge erklommen haben. Wir haben echt immer nur kleine Wanderungen gemacht und auch immer sehr kurz. Und es war halt alles flach, deswegen ja, sind die Symptome nicht so sehr aufgetreten. Ja, das auch, jetzt. Aber es war natürlich auch viel zu heiß, also er hatte ja ganz oft keine Lust zu laufen. Wir waren alle total am Schwitzen und einfach nur fertig von der Hitze. Ja, also das Gute ist, wir wissen, was Sache ist. Sie hat es auch super toll und detailliert erklärt, aber sie hat natürlich gesagt, dass er operiert werden muss. Das ist die einzige Möglichkeit. Und sie hat jetzt beim Spezialisten angefragt, also mit der Klinik, mit der sie eben zusammenarbeiten, die spezialisiert dafür ist, eben Kniescheiben zu operieren, die seitlich rausgerutscht sind. Und schickt ihm auch die Röntgenbilder und fragt natürlich auch nach, wie schnell das gemacht werden muss, diese Operation, wie hoch die Kosten sind, etc. pp. Und sie hat gesagt, das Allerwichtigste ist jetzt, dass wir mit ihm nur noch flach, also nur noch im Flachen spazieren gehen. Im Flachen spazieren gehen. Darf halt nicht mal ins Auto reinhüpfen, nicht mehr auf die Sitze hoch. Ja, dann müssen wir uns was überlegen. Entweder immer rein und raustragen oder ich baue ihm jetzt irgendeine Leiter, dass er von alleine dann mit der Leiter reinkommt, aber nicht mehr hüpft. Weil ja, es besteht halt immer noch jederzeit die Gefahr, dass die Bänder reißen. Ja. Was sie zum Glück bisher noch nicht sind. Und ja, jetzt warten wir bis Montag. Da bekommen wir dann hoffentlich Bescheid, wie es aussieht mit der Klinik, was die uns rät, ob wir das jetzt sofort operieren müssen, ob wir das auch in Deutschland machen können. Ja, und auch wie lange die
Zeit für die Heilung einfach dauert. Also ich habe halt gesagt, für uns ist es wichtig zu wissen, weil er muss ja die Zeit haben, sich auszuruhen und sich zu regenerieren. Und da ist es einfach wichtig zu wissen, ob das 3 Monate dauert oder ob das irgendwie eine kurze Sache ist. Genau, weil sonst ändert das ja auch unsere Reisepläne. Ne? Sonst Ja. könnte es sein, dass wir einfach zurück nach Deutschland fahren müssen und die Reise zu Ende ist. Ja. Ja, Stand der Dinge. Gerade irgendwie so ein bisschen viel. Ja, voll viel. Mir fehlen einfach auch mal wieder die Worte. Ich weiß gar Muss nicht, man was ich erstmal sagen sacken soll. lassen jetzt Ja. für uns. Und dann, War jetzt ziemlich viel Info auf einmal und damit haben wir nicht gerechnet. Am Sonntag ist uns das erst aufgefallen, dass er so krass humpelt und jetzt, ein paar Tage später, haben wir die Nachricht. Die Scheibe ist draußen. Kniescheibe ist draußen.